So, ich hoffe, jetzt ist es klar, dass die Kontrolle über das Schlägerblatt nicht nur passiert, wenn du einfach mehr öffnet oder schließt das Schlägerblatt irgendwie. In einem Golfschwung musst du zuerst herausfinden, was Teil des natürlichen Make-ups des Spielers ist und was korrigieren werden muss, damit alles zusammenpasst. 1, 2, 3, go! Hey, go on, leave it, Leo, it's gonna go in. Whoa, Nelly! Ah. Go get it, go get it! So viele Golfer werden von der Golfmaschine, die sie in der perfekten Schwangschacke total ruiniert. Es ist egal, wie du dorthin gelangen, aber alles muss zusammenpassen. Und es ist ein totaler Witz, du oder einen anderen Spieler neben Zeige oder Rory auf einen Fernsehbildschirm zu stellen. In der Coaching-Welt ist sowas weit veraltet. Schlagst du lange, gerade, schneller Hüften, mehr Schulterdrehung, nutzt du den Boden mehr aus, stehst du auf deinen Kopf für mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit, das wirklich hilft. Dieses ist alles nur ein Verkaufsgespräch. Das ist richtig, vor vielen Jahren wurde ich auch davon getäuscht. Und was für Gedanken, das läuft durch deinen Kopf, wenn du auf den ersten Abschlag gehst. Oh nein, mein Schwung ist zu lang, na, ist zu kurz. Ich hoffe, ich bin nicht zu offen oder geschlossen. Was mache ich mit meinem Handgelenk, meinen Hüften? Sie sind heute zu steif. Hoppala. Ein guter, solider Golfschwung ist ein Golfschwung, der deinen Körperbau und Stil passt. Dein Golfschwung ist dein eigener Stempel, wie deine Unterschrift. Und es ist gewaltig, dass du dich ausdrücken kannst, wenn du auf das Ziel reagierst. Ja, du kannst es hier und da verbessern. Und natürlich sollten die Grundlagen nie übersehen werden. Um die Kontrolle über deinen Schlägerblatt vollständig zu gewinnen, es muss zusammen mit deinen Schwungrichtungen und deinen Körperbewegungen passen. Oder deinen Körperbewegungen und die Schwungrichtung muss zusammen mit deinen Schlägerblattausrichtung passen. Wenn du das Konzept nicht verstehst, wie die Schwungrichtung in Bezug auf das Ziel funktioniert, schaust du dieses Video an. Die Schwungrichtung ist das Rückgrat der Bewegung, der Boss des Schwungs. Und wenn du in der falschen Richtung in Bezug auf das Ziel schwingst, es ist nicht wirklich wichtig, wo dein Schlägerblatt zeigt, oder? Wenn ich Unterricht für einen totalen Anfänger gebe, ich empfehle, dass er von einer 1-Uhr-Position greifen soll. Dann muss er nur mit seiner geraden, flachen linken Handgelenk und senkrechter Schlägerblatt einfach so nach oben schwingen, bis am Ende der Rückschwung hinauf. Und ich weiß, alles klingt so einfach, weil er nie einen Golfschläger in der Hand gehabt hat. Im Grunde beginnst du mit einem senkrechten Schlägerblatt. Ein Anfänger wird dann ein Gefühl für den Schlägerkopf in den Händen bekommen und die Kontrolle über das Schlägerblatt und der linke Handgelenkposition während des gesamten Rückschwungs bis ganz oben erlangen.
Das klingt alles wie ein Kinderspiel, aber es endet nicht dort. Es ist ein Lernprozess für beide Coach und Schüler und dies kann für jedes Niveau der Golfspieler relevant sein. Vom Clubgolfer bis ganz oben zum Tourpro. It's a cracking shot, Leo. Brilliant swing, that. Alle Techniken und Gefühle ändern und entwickeln. Und als Trainer musst du entweder einen Negativaspekt korrigieren oder einen Positivaspekt anpassen. Great shot, that's heavy. Da der Golfspieler entweder wächst, neue Einschränkungen wie ein Rückenproblem bekommen hat oder ist bereit, einfach auf das nächste Niveau zu bewegen. It's a great shot. Es gibt keine schnellen Lösungen. Sie sind nur Pflastern, das ausrutscht. Und nur wenn überhaupt das Problem kurzfristig lösen. In der echten Welt funktioniert es nicht so. Es ist ein Prozess. Sobald du deinen Handgelenk beugst, sind die Chancen enorm hoch, dass du deinen Handgelenkwinkel und die Schlägerblattausrichtung in deinem Rückschwung geändert werden. Jetzt kannst du sehen, wie wenig Bewegungsbereich mein linker Handgelenk hat, wenn ich ihn beugst, ohne den Winkel parallel zu meinem linken Unterarm zu ändern. Es ist wirklich minimal. Es ist viel einfacher, deinen linken Handgelenk von Seite zu Seite in beide Richtungen zu bewegen. Entweder cupping dein Handgelenk, um das Schlägerblatt zu öffnen, oder arching dein linker Handgelenk, um das Schlägerblatt zu schließen am Ende des Rückschwungs. Der Raum für Fehler ist viel größer. Deshalb werden das Internet und YouTube mit Informationen über Handgelenkwinkeln oder Rotationsfragen geladen. Aber es muss für dich funktionieren und passen. Maßgeschneidert. Back and through. Wenn ein Golfspieler das Gefühl für die Schwungbewegung bekommt, er wird in eine von diesen 3 Gruppen fallen. Und es gibt keine Ordnung oder Präferenz von diesen 3 Gruppen. Keine Gruppe ist besser als das andere. Okay? Der erste ist ein Golfspieler, der mit einem flachen, geraden linken Handgelenk und senkrecht Schlägerblatt parallel zum linken Unterarm an der Spitze des Rückschwungs, oft als der Goldstandard bezeichnet. Der zweite ist der Golfspieler, der an der Spitze cupped mit seinem linken Handgelenk ist. Das öffnet sein Schlägerblatt, oft sendende Schlägerschaft über parallel und across the line. Das dritte Szenario ist der Golfer, der seinen linken Handgelenk beugt, archt und schließt den Schlägerblatt in seinen Rückschwung und oft der Länge des Rückschwungs verkürzt ist. Keiner von diesen 3 Szenarien ist technischer besser oder schlechter als das andere. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass alles zusammenpasst und passt zum Körperbau, des Stils und der Flexibilität des Golfers. Und yes, Flexibilität. Ja, du kannst daran arbeiten. And arms out, hit it, and Aber normalerweise, du bist, was du bist, von Haus aus. Zum Beispiel, es kann sein, dass dein Schultergelenk ist möglicherweise nicht so lebendig wie der nächste Mann. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist sehr individuell. Wenn du einen Golfer aus einem Stil in einen anderen Stil hineinschiebst, ist das Spiel vorbei und du würdest sie einfach tot machen, egal wie alt oder talentiert sie sind. It's a cracking shot, Lucy. Brilliant swing. Du würdest alle ihre Instinkt und Gefühle zerstören, die sie verwenden, um sich selbst auszudrücken und wie sie natürlich auf das Ziel reagieren. Bang, 1, 2, 3, go! Hey, it's a cracker, that! Und alle diese perfekten Swing-Sachen, egal was es ist, das überall im Internet ist, hat sich so viele Golfer und talentierte Golfer total ruiniert. A-Swing, B-Swing, Stack and Tilt, Rotary, Kopf unten lassen, schneller mit der Hüfte, linker Arm gerade, pumpen, pumpen, pumpen. Das ist ein Wahnsinn. Weil sie versuchen,
Und wahrscheinlich meinen sie auch gut. Sie versuchen, sich zu ändern mit einem Schwungstil oder einer besonderen Methode anzupassen, die nicht zu deinem Körperbau passt und wie dein Körper bewegt und natürlich reagiert. Ein guter Golfschwung sollte es dir ermöglichen, dich auszudrücken und deinen Schlag zu fühlen mit Instinkt. Und du möchtest nicht mit Nummern Golf zu spielen. Und wenn du es tun willst, musst du auf der Driving Range fast wohnen und üben sehr intensiv, bis wenn du die neuen Bewegungen halbwegs in deinen Knochen hineingeboren hast. Bewegungen. Und unter Druck gegen Mutter Natur zu kämpfen, ist nicht einfach. Viel Spaß damit. Ich würde dir jetzt zeigen, wie diese 3 Rückschwung-Szenarien zusammen mit dem richtigen Durchschwung passen solltest. Das erste Rückschwung-Szenario gilt als der Gold Standard, die technische, perfekte Position, das oft an das Golfpublikum verkauft wird, da die bevorzugte Go-To-Swing-Methode ist. Und ich würde Rory McIlroy, also auch Tommy Fleetwood, für diesen einsetzen und ich könnte Jimenez auch in den Mix hineinwerfen, weil es ziemlich cool ist. Es ist klar, alle solide Swings, die sich auf einem Rotary-Schwungstil neigen, in dem die Hände, Arme und Körper zusammen auf derselben Schwungebene zusammenarbeiten. Die Schönheit des Rotary Swing ist, dass es gut aussieht. Es gibt nicht so viele bewegliche Teile und deshalb viele Golfer es auf diese Weise schwingen wollen, egal ob es sie passt oder nicht. Das ist oft, warum er der Nummer 1 Schwung zu lernen ist, weil mit einem Rotary Swing die Bewegung schaut einfach aus. Sie sagen halt, dass mit diesem Schwungstil eine einfache Drehbewegung ist und braucht weniger Manipulationen des Schlägerkopfes im Schwung als effizienter angesehen. Du würdest hier sehen, wie Rory perfekt am Ende seiner Rückschwung kommt und mit einer flachen, geraden, linken Handgelenkposition und einem senkrecht Schlägerblatt parallel zu seinem linken Unterarm fertig wird. Offensichtlich, technisch und ästhetisch sehr angenehm für das Auge. Von hier aus funktioniert alles in perfekter Harmonie und in der richtigen Reihenfolge, das wir auf diesem höheren Niveau erwarten würden, da er seinen Unterkörper aktiviert, der mit seinen Oberkörper und Hand- und Armbewegungen zusammenpasst. Es schaut einfach aus, aber wir denken nicht nach, wie viele Millionen von Stunden harter Arbeit und Hingabe, das er von deiner Kindheit gemacht hat und der offensichtlichen Talent natürlich. Etwas, das ich wirklich möchte, dass du vom Rory Swing wegnehmen kannst und was niemand wirklich redet darüber, aber absolut massiv ist und der Grund, warum sein Körper frei auf das Ziel zu reagieren ist. Er steht in einer offenen Position, etwas links von dem Ziel und schwingt nach rechts auf das Ziel hinaus. Sein Körper ist frei, sich zu drehen und zu bewegen und auf das Ziel zu reagieren. Und er steht niemals selbst im Weg. Wenn du mein Video Der größte Swingkiller anschaust,
du würdest feststellen, dass viele Golfer unnötig mit ihrem Golfschwung kämpfen, weil sie selbst im Weg stehen. Oft sie stehen viel zu weit nach rechts und schwingen von außen nach innen, nach links in einem Kampf, um zurück zum Ziel zu kommen. So, I mean, this is the classic, that you get the guy who's aiming up the right hand side like this, got a nice strong grip, ball position back in his stance, and what he's trying to do is pull the ball back into the middle of the fairway. Und niemand spricht darüber nach. Das ist komisch, oder? Bang, 1, 2, 3, go! Hey, it's a cracker that! Tommy Fleetwood stützt sich auch auf dem Rotary-Schwung und kommt mit einem flachen, geraden linken Handgelenk und senkrecht Schlägerblatt oben am Ende seines Rückschwungs. Dann feuert sein Unterkörper mit außergewöhnlicher Genauigkeit ins Durchschwung hinein und endet seinen Schwung in einer wirklich super ausgewogen und solide Position. Es ist ein sehr einfacher, doch leistungsstarker und effizienter Golfschwung. Es ist eine Maschine, für die Ewigkeit gebaut. Alan Thompson, seinen Trainer, hat ihn wirklich zu seinem Besten zurückgebracht, indem er sicherstellt, dass die Grundlagen sehr stark sind. Was schwierig zu verstehen ist, dass ein Spitzenspieler wie Tommy Fleetwood hat auch Probleme mit seiner Schlägerblattausrichtung im Schwung gehabt hat. Und das hinführt zu einem einfachen Standproblem. You've said you're swinging the club better than you ever have. You Yeah. work with Alan Thompson, your coach, and you've called him the best coach in the world. Obviously, it's really working right now. What has he helped you with? What's the main thing that's turned you from a very good player into a great player? I was playing with a really strong club face, which doesn't. I mean, my club face is a bit strong anyway, but I had it stronger than I would like. I was aiming right and swinging right to basically try and counter that. So if I hit something 20 yards right, it would actually be a straight shot, and I didn't know that in myself. So we had to do a lot of work on setup. So jetzt geht's los mit Jimenez als Mechaniker bekannt, weil er gerne mit seinem Schwung herumbastelt, aber er muss wirklich nicht viel tun. Es ist ein sehr solider Schwung. Ich habe Jimenez für ein paar Jahre hier in Leupersdorf auf der Driving Range live gesehen. Ich habe Unterricht gegeben und ich habe auf der Seite ein paar Mal hingeschaut und ich habe ein bisschen mitbekommen. Und es war schon beeindruckend, wie er seinen Rhythmus haltet, jeden Schlag hintereinander gleich. Sein Schläger hat einen super soliden Klang. Wie du sehen kannst, wenn er nach oben kommt, dreht er sich einfach in die Position hinein, sieht einfach solid aus und es ist offensichtlich ein sehr erprobter Golfschwung auf höchstem Niveau. Der zweite ist der Golfspieler, der am Ende der Rückschwung kommt und kuppt sein linkes Handgelenk, öffnet das Schlägerblatt und oft ist der Rückschwung lang übergeschwungen und der Schlägerschaft wird across the line gesendet. Fred Couples oder Phil Mickelson und viele andere Elite-Golf-Profis fallen in diese Kategorien des Spielers. Dieser Stil lehnt mehr in Richtung von der Stack and Tilt, Schwungart oder Methode, wodurch die Hände und Arme auf einer steileren Schwungebene arbeiten als der Körperrotation. Und wir reden nicht darüber, ist der Schwung richtig oder nicht. Wenn es dem Bau und den Stil des Spielers passt, dann ist es großartig, eigentlich perfekt und hat viele Majors gewonnen. Für mich ist das schönste Beispiel für diesen Schwungstil der große Bobby Jones. Sein Rhythmus und sein Timing sind nur außergewöhnlich und wie alles fließt. Sein Rückschwung ist lang und weit über der Horizontal und er ist across the line mit einem cupped Handgelenk und offenem Schlägerblatt. Es ist falsch, falsch, hoppala. Im Vergleich mit the modern swing ist Bobby Jones total falsch. Und in der heutigen Tag, sein Schwung wird gleich korrigiert. Was machst du da? Das ist Blödsinn. Die einzigen Menschen, die falsch liegen, sind diejenigen, die sagen, dass es falsch ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu tun. Aber der erste Weg, um das Schlägerblatt zu schließen, um es durch Treffmoment wieder auf eine Senkrechtposition zurückzukommen, besteht darin, den Griff zu stärken.
wo beide Hände am Setup nach rechts dreht. Offensichtlich ist Phil Mickelson ein Lefty, sodass beide Hände am Setup mehr nach links gedreht sind. Dein Körper möchte immer seine natürliche Position während des Schwungs zu finden. Ein guter Weg, um zu sehen, wie sich das Schlägerblatt beeinflusst ist, um einen stärkeren Griff zu nehmen, und lass du deine Hände und Arme relax von deinem Körper einfach hängen zu lassen, um deine natürliche Position zu finden. Das geschlossene Schlägerblatt gleicht das offene Schlägerblatt aus. Das würde verursacht durch das cupped linke Handgelenk und offenen Schlägerblatt oben am Ende der Rückschwung. Du kannst dasselbe mit einem schwacheren Griff tun und sehen, wie dieses dein Schlägerblatt öffnet, während deinen Händen und Armen die natürliche Position beim Treffmoment findet. Und so funktioniert es, wenn du dich anpasst und deinen Griff manipuliert. Die zweite Option besteht darin, deinen Release einzuführen, was nur ein Schickswort für die Rotation der Hände und Arme im Beginn der Durchschwung und Durchtreffmoment ist. Die Verwirrung rund um den Release ist, dass es nicht am Treffmoment beginnt. Das ist einfach zu spät, weil der Schwung so schnell geht. Es ist irgendwann während des Durchschwungs und jedes Spiel hat einen anderen Releasepunkt. Durch Übung, du wirst ein Gefühl für deinen Releasepunkt bekommen. Griffdruck spielt in der Release eine große Rolle. Wenn du zu fest greifst, dann wird deine Hände und Arme blockiert werden und kämpfen, um sich durch Treffmoment zu drehen. Griffdruck sollte leicht sein, aber stark genug, um einen soliden Halt am Schlägergriff zu haben. Aber gleichzeitig musst du das Gewicht des Schlägerkopfes in deinen Händen fühlen können. Was für einen Mann zu heiß ist, ist für den anderen zu kalt. Also, es ist ein persönliches Gefühl mit Griffdruck. Wenn du jetzt schaust, wie Fred Couples durch Treffmoment releases, entfernt er seine rechte Hand und den Finger aus dem Griff, damit seine Hände den Schlägerblatt schließt und loslässt durch Treffmoment. Normalerweise hören wir sowas nie. Niemand spricht darüber, wie dein Golfschwung zu dir persönlich ist. Zusammen mit schönen Körperbewegungen und spitzer Rhythmus nutzt er am Setup einen starken Griff und setzt seine Hände durch Treffmoment frei, um den offenen Schlägerblatt am Ende seines Rückschwungs auszugleichen. Phil Mickelson ist dasselbe. Er hat einen starken Release in seinem Durchschwung und Durchtreffmoment, sodass sein Schlägerblatt am Treffmoment senkrecht ist. In Zeitlupe, es sieht eigentlich so aus, als würde er seine Hände durch Treffmoment überdrehen und flippen durch den Schlagbereich. Am Ende des Rückschwungs ist sein Schlägerblatt aufgrund einen cupped linken Handgelenk offen und er gleicht alles in seinem Durchschwung aus. Und ich weiß, er hat super Timing. Aber ein spitzer Golfspieler hat Millionen von Stunden geübt und hat einfach super Timing. Und keiner spitzer Golfspieler ist großartig mit einem schlechten Kürzerspiel. Und leider gibt es keine Pille, dass du schlucken kannst, oder eine Schwungmethode, die weniger Gefühl, Fähigkeit oder Timing brauchst. Dein Schwung muss für dich passen. Und wer ist Bobby Jones? Bobby Jones. Wer ist Bobby Jones? Sagst du mir nicht, dass du nicht wissen? Google ihn. Sein Rückschwung ist viel zu lang. Sein linker Handgelenk ist cupped, sein Schlägerblatt ist offen und die Ausrüstung für 60 Jahre war ganz anders. Golfschäfte und alles. Reden der Großen, das will was anderes zu verkaufen. Der Stack and Tilt, der Rotary, der A-Swing, der B-Swing. Es hört nie auf. Bobby Jones, the great Bobby Jones, ist eine Legend. Und es war eigentlich eine Erleichterung für mich, als ich ihn später in meiner Karriere als Trainer fand, weil er mehr mein persönlicher Schwungstil ist. Ich habe den Rotary Swing ausprobiert und meinen Knochen seit vielen Jahren mit ihm gebohrt.
Nur um Jahre später zu erkennen, dass ich als Kind würde ein Ziel auswählen und einfach drauf schlagen. Gerade und lang. Ich dachte nie etwas darüber nach. Ich bin jetzt so weit die Straße runter als Trainer, erkenne ich, dass meine Körperform, der Stil und die Art und Weise, wie sich mein Körper natürlich dreht und bewegt, mehr auf einen starken Tilt-Schwungstil ist. Und der Rotary Swing hat mich einfach hingemacht. Ich fühle, als würde ich Zeit brauchen, einen langen Schwung. Ich fühle das Gewicht des Schlägerkopf in meinen Händen. Ich spüre gerne die Batschenbewegung durch Treffmoment. Ich brauche einen guten Rhythmus. Alle die Dinge, die ein Rotary Swing von mir weggenommen hat. Offensichtlich passt der Rotary Swing nicht für meinen Körperbau und Schulterflexibilität. Etwas, das ich von vielen meiner Schülern und vielen Elite-Profis sehe, ist die Unfähigkeit, sich im Rückschwung durch die rechte Schulter zu drehen. Die Schulter, die sich während des Rückschwungs auf diese Weise bewegen kann, ermöglicht es den Händen, Armen und dem Körper verbunden zu bleiben und sich zusammenzudrehen. Das ist im Grunde der Rotary Swing. Wenn die Schmerzreaktion aufgrund der mangelnden Flexibilität in deinem Schultergelenk einsetzt, wird es sich nicht mehr drehen und dich über die Linie und across the line schicken. Du kannst den ganzen Tag und die Nacht an deiner Flexibilität arbeiten, aber wenn es nicht mit deiner Statur passt, gehst du gegen Mutter Natur. Ein Hai ist kraftvoll, agil und bewegt sich dynamisch durch Wasser. Aber egal wie oft er versucht, er wird niemals einen Baum hinaufklettern. Ja, ich kann es mehr Rotary swingen, wenn du möchtest. Aber ich verliere das Gefühl und die Distanzkontrolle, besonders unter Druck. Ein guter Golfschwung ermöglicht es dir, dich selbst auszudrücken und du nicht in eine Schwangjacke zu binden. Aber das war der Faldo- und Ledbetter-Zeitraum. Und einiges davon war gut, wenn du bist der Typ, das der technischen Sprache sprichst. Aber eins bin ich sicher, Faldo war ohne Zweifel der beste Spieler auf der ganzen Welt gewesen sein und würde auch zahlreiche Majors ohne Ledbetter gewinnen. Aber das ist eine andere Geschichte. Überall, wo du hinschaust, findest du Across the Line Korrektur oder hörst du auf von Überschwingen in deinen Rückschwung. Sagst du Fred, Phil oder Bobby, sie sollen ihren Schwungstil in einen Rotary-Schwung ändern, ihre Handgelenkwinkel und Schlägerblatt oben im Rückschwung ausrichten und aufhören, über die Linie zu kommen, across the line. Ich weiß ungefähr, was sie dir sagen würden. Ich glaube, es war John Daly, der sagte, er würde jemand auf der Nase schlagen, wenn er ihm sagte, er sollte aufhören zu überschwingen in seinen Rückschwung. Ein bisschen streng, aber eigentlich hat er recht. So viele talentierte Golfer sind völlig ruiniert und haben versucht, der Golfer zu sein, der sie nicht sind, nur weil sie die neueste Modeerscheinung ausprobiert hat oder der neueste gehypte Golfguru sie im Griff bekommen haben. Wenn du es bist, würdest du schon wissen, was ich meine, wenn ich sage, dass es so schlimm wird, dass du dich selbst fragen musst, welche Ende der Schläge du greifen solltest. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look. Für das dritte Szenario würde ich Dustin Johnson als mein Beispiel verwenden, der mit einem starken Griff beginnt, der den Schlägerblatt an einem bestimmten Punkt während des Rückschwungs schließt. Er beugt, archt seinen linken Handgelenk am Ende seinen Rückschwung und schließt das Schlägerblatt weiter. Und weil Dustin Johnson den Masters gewonnen hattest und Welt Nummer 1 war, oder er könnte immer noch eigentlich sein, und weil er seinen linken Handgelenk oben am Ende der Rückschwung beugt, fast jeden Clubspieler will das auch. Für einen Start gibt es nicht viele Golfer, die lebendig genug sind, um ihr linkes Handgelenk so zu beugen. Boah, schmerzhaft.
Und dann sein Durchschwung, wie jemand ein Amateur-Clubgolfer sowas erklären kann. Dass er das tun soll, ist mir ein Rätsel. Als er nach unten beginnt, öffnet er seinen Körper mit einer explosiven und dynamischen Bewegung, die enorm Kraft und Flexibilität erfordert. Am Ende seiner Rückschwung ist das Schlägerblatt geschlossen und er öffnet seinen Körper durch den Moment, um den Schlägerblatt senkrecht zu machen. Sein Rückschwung schließt den Schlägerblatt und sein Durchschwung öffnet es, um es in Bezug auf das Ziel senkrecht zu machen. Alles passt für ihn zusammen, für seinen Körperbau und Schwungstil. Um Nummer 1 zu sein, ein sehr strenger und strikter Arbeitsmoral gehört dazu. Exzellent Timing ist Übung und leider gibt es keinen Schwung, das braucht keine Übung. Oder vielleicht brauchst du einen neuen Driver. Hoffentlich du weißt, was ich meine. Dein Schwung muss für dich passen. Ja, wenn du zu viel across the line oder laid off bist und dein Schlägerblatt zu offen oder geschlossen ist, dann möglicherweise musst du deinen Schwung in einem bestimmten Bereich korrigieren. Ich immer vergleiche den Golfschwung mit anderen Sportarten oder Bewegungen. Manche Leute werfen einen Ball so und wenn sie einen Golfschläger in der Hand haben, ist der Schlägerschaft laid off. Der nächste kommt und zum Beispiel einen Ball von hier werfen will, wie mich. Und ich bin ein ziemlich guter Werfer. Wenn ich einen Golfschläger in meiner Hand habe, ist es über der Linie, across the line. Und Tennis ist dasselbe. Aber der Punkt, an dem ich versuche hier zu machen, ist, dass alles muss zusammenpassen. Für dich und deinen Stil und Körperbau. Und nicht gegen deine natürlichen Bewegungen und Instinkt. So du frei auf das Ziel reagieren kannst. Und was hat zuerst gekommen? Der Golfschlag oder der Golfschwung? Schlag den Ball, liest du die Flugbahn und dann arbeitest du zurück zu deinem Schwung. Anstatt versuchen Positionen zu finden und dann irgendwie darauf hauen mit einem Stil, das passt dich nicht. So ich hoffe jetzt ist es klar, dass die Kontrolle über das Schlägerblatt nicht nur passiert, wenn du einfach mehr öffnet oder schließt das Schlägerblatt irgendwie. Es ist ein Lernprozess darüber, was für dich funktioniert. Also, wo gehst du von hier aus? Ich höre dich fragen. Wenn du mein letztes Video angesehen hast, weißt du schon, wie wichtig es ist, den Boss des Schwungs, die Schwungrichtung zu kontrollieren, um alles einfach zu machen und deinen Körper herauszunehmen, indem du spielst mit deinen Füßen zusammen. Jetzt möchte ich, dass du dasselbe machst und das Flugband des Balls liest, um alle Spin-Probleme zu korrigieren. Sehr wichtig ist, dass die Flugbahn nie nach links beginnt. Das ist ein Zeichen von einem schwachen und blockierten Schwung und dafür verlierst du eine massive Menge an Kontrolle und Schlägerkopfgeschwindigkeit. Von hier geht es nur auf die Spin, um wie der Ball reagiert und in welche Richtung er springt. Der erste Weg, um alle Spin-Probleme zu korrigieren, ist deinen Griff anzupassen. Ein starker Griff, in dem beide Hände auf dem Griff nach rechts dreht, schließt den Schlägerblatt an einem bestimmten Punkt in den Durchschwung, wodurch der Spin nach rechts korrigiert werden. Ein schwacher Griff, in dem beide Hände auf dem Griff nach links dreht, öffnet den Schlägerblatt an einem bestimmten Punkt in den Durchschwung, wodurch der Spin nach links korrigiert werden. Das ist etwas, was der Great Jack Nicklaus verwendet hat, weil er seinen Driver manchmal nach links hooken könnte und er hat einen schwacheren Griff benutzt, die Hookspin nach links auszugleichen. Der Rest ist geschickter und so ist sein Power Fade. Auch was wirklich sehr gut funktioniert, den Überrelease zu kontrollieren, ist mit ein bisschen mehr Griffdruck an den letzten 3 Finger deinen linken Hand zu geben. Das verhindert den Release. Oder das Gefühl, dass das Schlägerblatt nach Treffmoment auf den Himmel
oder auf das Ziel zeigt, verhindert die rechte Hand von Überrollen. Wenn dein Ball sich nach rechts dreht und oder nach rechts springt, wenn er den Boden trifft, kannst du den Korrekturprozess durchlaufen und eins davon aussuchen. Du kannst deinen Griff stärken, indem du beide Hände mehr rechts am Griff drehst. Drehst du deinen rechten Hand über deinen linken früh genug in deinen Durchschwung, somit mehr Release, um das Schlägerblatt zu schließen. Und nicht schneller mit der Release, weil am Treffmoment ist es schon zu spät. So was machen wir mit deinen Handgelenkwinkeln? Man, es ist eine super Sache. Ich habe es auch überall im YouTube gesehen, wo Golfexperten reden darüber, wie du verschiedene Positionen von Handgelenkwinkeln benutzen kannst, um den Angriffswinkel, Schlägerblattausrichtung und Ballflug zu manipulieren. Viel Spaß damit! Und jeder Spieler ist anders. Handgelenkwinkel sind auch verschieden von Spieler zu Spieler und hat viel mit Flexibilität, Körperbau und Stil zu tun. Wenn du große Probleme mit deinen Handgelenkwinkeln und Kontrollprobleme mit dem Schlägerblatt-Durchtreffmoment hast oder es gibt Konstanzprobleme in diesem Bereich, dann musst du etwas machen. Sonst würde ich ernsthaft denken, bevor du fängst an mit den Handgelenkwinkel-Umstellung zu machen. Und es ist sehr wichtig, dass du sowas machst, zusammen mit einem Expert. Sehr viele Golfer korrigieren ein Schlägerblatt-Ausrichtungsproblem, bevor sie zuerst überlegen, wie ein Rückschwung und Durchschwung zusammenpassen sollte. In einem Golfschwung musst du zuerst herausfinden, was Teil des natürlichen Make-ups des Spielers ist und was korrigieren werden muss, damit alles zusammenpasst. So, jetzt geht's los. Stehst du in den Kontrollen, platzierst du deinen Füße zusammen und liest du die Ballflugbahn und korrigierst du alle Spin-Probleme. In meinem nächsten Video werde ich dir zeigen, wie du deinen Körper hineinbringen kannst und wie natürlich deine Hüften und Schultern drehen, als du reagierst von Instinkt auf das Ziel. Du wirst ein echtes Biest sein. It's a great shot. Great shot, that's heavy. It's a cracking shot, Leo. Brilliant swing, that. It's a cracking shot, Lucy. Hey, that's a cracker, that. That's it. To me. 1, 2, 3, go. Hey, good lad. Great shot. That's all over it, that. Good shot from there, that. Great shot. Let's knock it in. Great shot, that's all over it. Yeah, good girl, well done. Get on. Go, 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 go. Nearly. Go and tap it in, Lucy. Tap it in. Well done. Watch this. Right by the flag. What is it? Into the wind, is it? Yeah, 80. Birdie chance. Birdie shot. Nice little birdie. Great shot that, mate.
That's right at it. I'll go in. It nearly did. That was close, that. Really close. Yeah, it's a good shot, that. Coming in nicely. That's alright, that. Yeah, great shot, that. Get on, go. That's perfect, that. Well done. Great shot. Great shot, well done. Great shot. Get in, get in, get in, get in. Ooh, nearly. Well done. Brilliant shot, that. Over to me. Good swing. 1, 2, 3, go. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe.